Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem extrem spannenden Thema, und zwar ranken wir meine Top 7 männlichen Speedsets in Flive Universe. Warum Top 7? Weil ich mir einfach nochmal alle Speedsets angeguckt habe und naja, es waren halt 7, die mir zusagen, also aus heutiger Sicht. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden, Geschmäcker ändern sich auch und entsprechend kann es natürlich sein, dass in 6 Monaten sage ich was ein bisschen anderes. Finde ich es auch okay, wenn man sich jetzt nicht alle 2 Tage komplett umentscheidet. Also du sagst heute, ja, sieht geil aus, und morgen sagst du, ne, sieht schlecht aus. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz, weil dann hast du wahrscheinlich keine wirklich gefestigte Meinung. Es gibt auch einen Surprise, glaube ich, da drin, der wirklich alle aus dem Hocker hauen wird wahrscheinlich, womit niemand rechnen wird, das garantiere ich euch. Ansonsten ist es pretty basic wahrscheinlich, aber wie gesagt, jeder ist verschieden, jeder mag andere Sachen. Und ich habe es aber jetzt auch probiert, wirklich zu bewerten nach... wie soll ich es am besten beschreiben? Also ich habe es jetzt bewertet nach Gesamteindruck. Also jetzt nicht eine spezifische Farbe oder so, sondern wirklich, wie sieht das Set overall aus? Und ich habe jetzt auch probiert, mich auf die Main-Sachen zu fokussieren. Das heißt Helm, Suit. Also ich meine, Helm und Suit sind eigentlich so das Wesentliche. Handschuhe sind meistens ziemlich irrelevant und Schuhe meistens auch. Also das, was man am krassesten wahrnimmt, ist in der Regel Helm und Suit. Handschuhe und Schuhe sind in der Regel eher untergeordnet, sag ich mal, weil die entweder nicht wirklich auffallen oder einfach nicht so relevant sind für den Gesamteindruck. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten direkt rein. Wir machen natürlich ein Ranking hier, und das heißt, wir gehen vom schlechtesten zum besten, damit es natürlich spannend bleibt hier für euch. Und wir starten auch direkt auf Platz Nummer 7 mit dem Oni-Set. Ja, sorry für das Rein- und Rauszoomen, aber Browser-Sachen einfach. Warum ist Oni auf Platz 7? Mein Blade trägt ja aktuell sogar Oni Red als Skin. Das liegt ganz einfach daran, ich habe wie gesagt probiert, den Gesamteindruck trotzdem zu bewerten, auch wenn ich einzelne Teile von manchen Sets natürlich höher bewerten würde, als es jetzt hier in dem Ranking ist, damit es halt irgendwie Sinn ergibt. Ja? Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, ah ja, hier ist der kleine C cool und deswegen ist das ganze Set besser als alles andere. Genau das wollte ich eben nicht, weil sonst wird das Ranking so ein bisschen unnachvollziehbar, glaube ich. Also der Gesamteindruck ist trotzdem wichtig, auch wenn man einzelne Teile von dem Set dann letztendlich eigentlich einfach auch noch austauscht gegen was anderes. Beim Oni-Set ist es halt so, vor allem bei den männlichen, aber eigentlich auch bei den weiblichen Charakteren, aber heute fokussieren wir uns auf die männlichen Charakter oder auf die männlichen Versionen. Ich finde die Haare so grottenhässlich. Die Haare zerstören das komplette Set. Erstens mal sieht es einfach aus, als hätte der Typ die übelste Glatze und sie einfach eine Perücke aufgesetzt. Ganz davon abgesehen sieht die Perücke auch noch absolut scheiße aus. Die Maske finde ich persönlich auch nicht geil. Der Rucksack ist ebenfalls asozial. Und damit ist das Set halt im Gesamteindruck halt wirklich nicht so gut. Wie gesagt, Accessoires wollte ich jetzt nicht so wirklich krass bewerten. Wobei Maske ist natürlich schon ziemlich präsent. Aber die Haare allein killen das Set für mich. Also so würde ich das niemals tragen. Die Suit finde ich hammergeil, weil die so richtig diesen japanischen Krieger-Spirit irgendwie so rausbringt. Ja, ob das jetzt ein Kampfkünstler oder ein Schwertkämpfer oder was auch immer ist, vollkommen egal. Es ist einfach nur geil. Aber der Helm zerstört alles. Und deswegen kann ich dem Set einfach niemals irgendwas über 7 ranken. Und ich glaube, als nächstes haben wir auch direkt die Surprise für euch, womit keiner rechnen würde. Niemals, dass ich das picken würde. Es ist einfach freaking Autumn. Sorry für die Qualität, by the way. Manche von diesen Bildern wurden in extrem niedriger Qualität aus irgendeinem Grund hochgeladen, manche in extrem guter Qualität. Ich habe keine Ahnung warum. Ist auch egal. Jedenfalls das Autumn-Set. Und jetzt natürlich nicht in jeder Farbe unbedingt. Also ich finde vor allem Grün, Pink und Lila nicht so geil. Ich finde es tatsächlich in Black ganz cool. Also ich finde halt, es passt einfach nicht so gut zu Flive. Grundsätzlich vom Thema her. Nichtsdestotrotz sieht das Schwarze oder Dunkelgraue, whatever, irgendwie ziemlich lässig aus. Ja, ich meine, kann man drüber streiten jetzt natürlich. Wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht so. Also wenn du jetzt ein Blade rumlaufen lässt mit einem fucking Autumn-Set, das sieht einfach falsch aus irgendwie. Es wird wahrscheinlich besser zu einem Magier passen, Ringmaster, Psy oder Elle oder so. Die ganzen Full-on 1v1 Damage-Klassen, zu denen passt das wahrscheinlich nicht so gut. Aber irgendwie hat mir das irgendwie was angetan. Ich weiß nicht was, aber es sieht irgendwie einfach lässig aus. Cool aus, und der Gesamteindruck ist vor allem eigentlich ziemlich chillig. Keine Ahnung, damals habe ich das gleich ziemlich gehatet, dass es rauskam. Aber ich glaube, mein Hauptargument war tatsächlich, dass es einfach nicht so gut zu Flive passt. Und ja, jetzt sind wir wieder heftig rangezoomt. Wie gesagt, der Browser macht Browser-Dinge. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind angekommen bei Winter Wizard auf Platz Nummer 5, wer noch dabei ist. Warum auf Platz 5? Ich muss ganz ehrlich zugeben, auch hier ist es wieder so, der Gesamteindruck entscheidet halt.
Und ich finde, der Helm auch hier könnte man schon weglassen. Sieht jetzt nicht ganz so schlimm aus wie beim Oni-Set. Also der Helm passt auf jeden Fall gut dazu und so. Aber ich persönlich würde ihn eher austauschen. Ich finde, die Suit ist einfach lässig. Ich meine, die Suit ist einfach... Ja, es ist irgendwie langweilig. Es sieht fast ein bisschen aus, als wäre es AI-generated, not gonna lie. Aber es ist einfach basic, aber halt, es sieht einfach gut aus. Ja. Es passt einfach irgendwie alles zusammen. Ja. So hast du irgendwie so Juwelenmanschetten. Es sieht einfach gut aus. Ja. Was soll man sagen? Der Gesamteindruck ist entscheidend. Es ist jetzt nicht ultra krass, das Set. Es ist, wie gesagt, eher basic eigentlich, aber auch trotzdem cool und gut. Und deswegen auf Platz 5. Also jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht hässlich, wie gesagt. Dann haben wir das Riders-Set. Da bin ich wahrscheinlich einer der größten Hater von dem Set, eigentlich, weil es einfach so common ist. Also so viele Leute laufen damit rum und das hat es für mich tatsächlich ein bisschen gekillt. An sich finde ich das Set eigentlich ganz cool. Das ist ja dieses Biker-Set, obviously. Darauf bezieht sich das Ganze mit dem Riden. Und ja, aber wie gesagt, mich hat das so ein bisschen, oder mich hat das damals schon so ein bisschen abgeturnt, dass plötzlich jeder damit rumgelaufen ist. Mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so schlimm. Aber jedes Mal, wenn das Set im Sale ist, laufen dann doch wieder irgendwie 10 Leute damit rum. Und das hat es für mich damals ein bisschen gekillt und heute eigentlich immer noch. Und dann auch hier wieder ist es tatsächlich der Head für mich. Der, finde ich, passt halt auch nicht ganz so gut. Also ich meine, irgendwie schon, aber auch irgendwie wieder nicht. Es ist ja diese absolute Proleten-Cappy, die so viele Leute tragen. Nichts gegen Proleten, by the way, an dieser Stelle. Also no front an irgendwelche Proleten, die das Video sehen. Ich bin selber einer. Aber es, weiß auch nicht. Ich finde es, ja... Muss nicht unbedingt sein, mit einer anderen Frise oder mit einem anderen Head sieht das wahrscheinlich auch besser aus. Würde ich so auch nicht tragen. Aber es passt irgendwo trotzdem dazu, sage ich mal. Ich meine, du trägst eine Lederjacke, trägst eine hautenge Jeans, fährst ein Motorrad, bist ein Prolet, pöbelst andere Leute an. Also es passt irgendwie zum Gesamtbild und deswegen trotzdem eine ganz gute Bewertung. Dann haben wir Exorzist. Wir sind jetzt gleich bei, sind wir schon bei Platz 3, genau, wir sind bei Platz 3. Ja, Exorzist brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ich habe es zweimal in 10%, wobei die Farben jetzt hier tatsächlich eigentlich fast keinen Unterschied machen. Also es hat mich damals tatsächlich ein bisschen gestört, dass es literally 5-mal das gleiche Set ist und nur die Manschetten und die Hörner sind anders, was halt einfach literally keinen Unterschied macht. Ja gut, und bei den Schuhen hier noch so ein kleiner Streifen, aber ganz ehrlich, du achtest einfach literally drauf. Ich meine, die Sets sehen literally alle gleich aus, bis auf das Weiße. Und allein schon deswegen sieht das Weiße einfach so unfassbar gut aus in dem direkten Vergleich, weil du dir denkst, ja gut, okay, entweder ich laufe rum wie die anderen 5 Larrys oder ich laufe rum wie der, oder ich steche heraus, ja. Es sieht so ein bisschen aus wie so der Papst oder so, oder, na gut, okay, der Papst ist kein Exorzist, aber ihr wisst, was ich meine, wie so der eine besondere Typ und die 5 Larrys, die ihm hinterherlaufen, so ungefähr. Und deswegen habe ich auch nie verstanden, warum diese besonderen Sets so oft 2 oder 4% haben und eigentlich nie die, also die 10% Sets sind so oft nicht die besonderen, sondern genau im Gegenteil, die niedrigen Sets sind die besonderen. Habe ich irgendwie nie so richtig verstanden, die Logik dahinter. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ein grundsolides Set, das ist eigentlich das erste Set, wo wirklich alles zusammenpasst, finde ich. Hier kann man eigentlich kein einziges Teil kritisieren. Also kann man natürlich schon. Aber hier passt der Gesamteindruck, es sieht gesamt cool aus, man kann einzelne Teile abnehmen, zum Beispiel den Helm, beziehungsweise die Maske, die einem die Augen verblindet und man nichts mehr sieht, das nicht ganz hilfreich ist im Kampf. Aber es ist einfach ein geiles Set, ich habe es gefeiert, dass es rauskam, ich feiere es immer noch und hammergeil, verdienter Platz 3. So, jetzt fragt euch natürlich, was könnte jetzt noch Platz 2 und 1 sein? Ist eigentlich auch ziemlich offensichtlich, würde ich sagen. Platz 2, Emerald Explorer. Auch hier ist es wieder so, der Gesamteindruck ist einfach entscheidend und ich meine, ja, was will man dazu sagen? Es ist eine freaking Ritterrüstung. Hier kann man natürlich auch, ich meine, man kann immer irgendwas kritisieren, also ich meine, nichts ist perfekt auf diesem Planeten, aber ich finde einfach, der Gesamteindruck ist hier hammergeil. Es ist, seit es rauskam, auch eigentlich eins meiner Lieblingssets. Ich habe es direkt beim Night geholt. Auch hier ist es irgendwie leider wieder so, die drei ähnlichen oder eher schlichteren Designs sind gefühlt die 3 höheren, also 10, 8 und 6%. Und die 3, wo irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie doch besser aussehen, sind 4, 2, 2. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist bei sehr vielen Sets leider so. Gelb zugegebenermaßen sieht so ein bisschen aus so Urinfarben, wenn man lange nichts getrunken hat, aber trotzdem hat es irgendwie was. Und ja gut, schwarz und lila, beziehungsweise ja, schwarz und schwarz basically, mit verschiedenen farblichen Akzenten. Ja, sehen beide einfach ziemlich cool aus und ja, aber ich finde es insgesamt einfach ziemlich cooles Set. Einzige, wie gesagt, was hier viele Leute nicht so feierten, war das mit dem Herz in der Mitte.
in den Brustkorb, dass das halt einfach weg wäre oder so. Zugegebenermaßen sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Badass aus, wenn es nicht da wäre. Aber ich finde trotzdem, insgesamt ist es ein super cooles Set. Ich mag persönlich so, ja, so ältere Sets, so viel. Also ich bin persönlich einfach jemand, ich schwebe mehr in der Vergangenheit als in der Zukunft. Also ich bin zum Beispiel von so Sci-Fi-Zeug überhaupt kein Fan, also so Star Wars oder whatever. Wenn die jetzt ein Star Trek CS rausbringen würden, so ein Kadett-Set oder so, mit den verschiedenen Star Trek-Farben, Junge, juckt mich nicht. Ja, also gucke ich nicht, mag ich nicht. Ich bin kein Sci-Fi-Typ. Ich stehe mehr so auf alte Sachen, Ritter, Samurai, sowas in der Art. Ja, also alles, was halt weit vor unserer Zeit passiert ist, so mehr oder weniger. Da bin ich voll dabei und das trifft halt hier einfach genau diesen Geschmack. Cloak sieht auch cool aus, wobei wir Accessories ja wie gesagt eigentlich nicht wirklich bewerten. Genau. Ja, und jetzt Trommelwirbel, was könnte wohl auf Platz 1 sein? Ja, ich denke mal, es ist ziemlich easy. It's your boy Shadowhunter, man. It's your boy. Ja, ist ziemlich klar, dass Shadowhunter hier gewinnt in dem Gesamteindruck. Ich meine, Shadowhunter ist literally von Bloodborne. Okay, sagen wir es nicht so, wie es ist, aber wir wissen alle, wie es ist. Ich meine, hier ist der Gesamteindruck einfach das Nonplusultra. Ich meine, es sieht an für sich einfach aus wie eines der besten Sets im Spiel. Und es sieht einfach alles gut aus. Also du kannst jetzt nicht einzelne Teile austauschen und sagen, was anderes sieht wirklich besser aus, weil ich würde einfach behaupten, actually nicht. Also actually sieht das schon eigentlich perfekt aus, mehr oder weniger. Und man kann da wirklich nicht so wirklich was verbessern. Farblich kann man jetzt natürlich drüber streiten. Okay, ja, ich meine schwarz, lila, dunkles Lila und dunkles Blau. Ja gut, da hat man jetzt nicht so ultra krasse Abwechslung, aber wie wir gerade schon gesehen haben, ist das bei vielen Sets ein Problem mit der Abwechslung, beziehungsweise, ich meine, Exorcist ist literally die Definition von, es gibt keine Abwechslung. Also da kann das Set hier natürlich noch ein bisschen besser punkten. Aber ja, ich meine, was will man dazu sagen? Es sieht einfach hammergeil aus. Ich mag so vielschichtige Sets auch. Also Sets, wo man halt auch wirklich sieht, okay, das ist jetzt nicht einfach nur 2D angepappt an den Charakter, auf die Haut geklebt sozusagen, sondern actually, wir haben hier einen richtigen 3D-Effekt. Du hast die Kette in der Mitte, die frei hängt. Du hast die verschiedenen Stoffschichten. Ja, du trägst einen Mantel über einem Kampfanzug, whatever. Also es ist einfach ein cooles Set, kann man nicht drüber streiten. Heißt nicht unbedingt, dass es mein Lieblingsset ist. Aber, naja, irgendwie schon. Also, wenn ich jetzt nur das Set tragen würde, ohne es zu modifizieren, wie gesagt, dann eigentlich schon. Also, zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du musst jetzt ein Speedset für den Rest deines Lebens auswählen, welches nimmst du? Ich würde wahrscheinlich Shadowhunter wählen. Und der sagt mir, du darfst aber auch nichts austauschen, darfst nichts deaktivieren, du musst damit rumlaufen. Ich denke, dann würde ich Shadowhunter nehmen. Und ich denke, sehr viele Leute wären da wohl meiner Meinung. Und jetzt noch nicht abschalten, wir haben noch eine Honorable Mention, was ich hammergeil finde, dass ich das auch damals so übelst gehatet habe. Also manchmal kommt man wirklich so ein paar Jahre später zurück auf irgendwas und denkt sich so, damn, warum habe ich das eigentlich so krass gehatet? Und genau diesen Fall haben wir heute. Und zwar rede ich hier von Casual Summer. Und ich weiß jetzt wieder, warum ich es gehatet habe, weil es literally aus 2 Teilen besteht. Es besteht literally aus freaking Sandalen, einem T-Shirt und einer kurzen Hose mit einem Gürtel, der unterm T-Shirt versteckt ist. Aber dann dachte ich mir, als ich das vorhin so gesehen habe beim Durchgucken von allen Sets, dann dachte ich mir so, naja, aber so mit Casual Shoes, also dem Original Casual Shoes natürlich, und gut, der Rest passt eigentlich tatsächlich, oder? Absoluter, so laufe ich auf Mallorca auch rum, by the way, Kappa. Nein, aber actually irgendwie einfach auch ziemlich lässig. So ähnlich wie... Oh, sorry. Chat. Ja, also irgendwie einfach lässig. Es passt halt einfach nicht zu Flive. Das ist halt immer das Problem mit meinen... Also das ist immer mein Problem mit so... Ja, mit so Casual-Sets. Literally, die Definition sagt es eigentlich schon. Mit Sets, die halt so aus dem Leben genommen sind. Also einfach so, was du halt im Alltag als Person tragen würdest. Oder jetzt nicht unbedingt im Alltag, aber halt generell einfach als echter Mensch in der heutigen Zeit einfach tragen würdest. Da habe ich halt immer so ein bisschen Probleme, das halt so mit Äxten, Schwertern, Bögen, Magiern so das zu verbinden. Weil ich finde einfach, das passt halt nicht so richtig in diese Fantasy-Welt. Zeitgleich muss man aber auch sagen, irgendwie ist es halt dann immer trotzdem auch cool, dass es sowas gibt. Weil es halt extrem viel Variationen hinzufügt, die man auch machen kann. Viele Leute können halt einfach sich selbst nachbauen vom Kleidungstyp her und so eben im Spiel. Was ja auch nicht schlecht ist, ja. Manche Leute stehen drauf, nur im Bikini rumzulaufen den ganzen Tag. Gibt es auch in Flive, ja. Und das, gut, jetzt nicht für Männer leider, aber generell.
Und von dem her passt das eigentlich schon. Und ich finde eigentlich so, ganz ehrlich, mit dem... Es ist einfach ein schwarzes T-Shirt und eine kurze weiße Hose. Ich meine, was kann man daran haten? Es ist literally das, was jeder von uns jeden Tag trägt im Sommer. Also, ja, ist einfach crazy. Aber die Tatsache, dass es nur aus 2 Teilen besteht, not gonna lie, das ist natürlich schon ziemlich schwach. Also, das ist ein bisschen wack. Aber gut, was will man bei einem Casual Sommerset sonst noch hinzufügen? Not gonna lie. 4 Optionen gibt es da eigentlich nicht. Man hätte eine coole Sonnenbrille hinzufügen können, aber vielleicht gibt es die sogar nicht, ich weiß es noch nicht. Egal. Jedenfalls, das war meine Top 7. Wie gesagt, Top 7 einfach deswegen, weil ich von 1 Speedset halt diese 7 ausgewählt habe und dann habe ich sie einfach in eine Reihenfolge gebracht, die mir zusagt. Und ja, lasst mir gerne in den Kommentaren eure Top-Sets da. Müssen nicht 7 sein, es reicht 1. Können 1, 2, 3, wie viel auch immer von euch sein, wie ihr wollt. Letztens hat es jemand im Stream gesagt, JG, Grüße gehen raus an dich. Und es war halt einfach so, dass ich das sowieso mal machen wollte. Ich wollte sowieso mal so eine Übersicht machen über alle Speedsets. Das machen wir wahrscheinlich mal ein anderes Mal. Da muss ich die ganzen Bildchen raussuchen, die Gala immer postet, weil ich bin zu faul, das selber zu erstellen. Und ja, das wird auch irgendwann nochmal kommen, wo wir uns nochmal alle Speedsets angucken, die kommen, die gekommen sind bisher. Ich hoffe, ich vergesse dann keins. Und genau. Aber ja, das ist basically für heute alles gewesen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.